In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr einen Affen sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Willkommen zu einem Airbrush-Tutorial der besonderen Art. Heute wird's haarig. Wir malen keinen langweiligen Kreis, keine Landschaft, sondern einen realistischen Affen mit der Airbrush-Pistole. Warum ein Affe? Weil Affen uns immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern, weil sie flauschig sind und weil sie sich genauso ungeschickt anstellen wie wir manchmal beim Airbrushen. Und nun sind wir auch schon mittendrin. Ich habe jetzt hier angefangen, den Hintergrund zu sprühen mit diversen Farben. Für den Hintergrund habe ich zunächst ein Airbrush Schminke Grau gemischt. Dafür habe ich 3 Rot-Orange verwendet und ein Ultramarin. Dazu habe ich dann danach ein Schminke Grün verwendet. Da habe ich das Olivgrün diesmal verwendet. Alles übrigens in Tropfenform. Ich habe das jeweils immer ein bisschen gemischt mit 2 bis 3 Tropfen Wasser. Hier auch ein Lifehack nochmal zur Farbmischung. Es ist ganz wichtig, dass die Farbe auch fließfähig ist. Die darf nicht zu dickflüssig sein, weil ansonsten verstopft die Pistole, die Airbrush-Pistole. Deshalb verwende ich immer auf 2 bis 3 Tropfen Wasser für gewöhnlich 1 Tropfen Farbe. Die Farbe sollte ungefähr die Konsistenz von Milch haben. Wenn trotzdem bei euch die Düse verstopft in der Airbrush-Pistole, verwendet gegebenenfalls für die Farbe ein Filter bzw. ein Sieb. Ich nutze hier ein Pfeifensieb. Ich hinterlege euch das auch wieder in der Infobeschreibung, dann könnt ihr euch das mal bei Gelegenheit anschauen. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt da auch unterschiedliche Siebe. Ansonsten nutze ich auch, damit ich die Farbe richtig gut aufschütteln kann, hier so ein Schüttelgerät, so ein Aufschüttelgerät. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt hier professionell benennt. Normalerweise ist das für Nagellackfarben. Das könnt ihr aber auch verwenden, indem ihr Airbrush-Farben professionell schüttelt. Wenn ich die Farbe dann anschließend auch in den Farbnapf der Airbrush-Pistole reingepackt habe, dann rühre ich die meistens auch noch mit einem Borstenpinsel quasi durch, damit da auch wirklich keine restlichen Farbpigmente mehr drin sind und die Farbe nochmal gut gerührt ist. Das könnt ihr natürlich auch separat in einem Farbbecher machen, ne? So einen kleinen Gläschen, Plastikgläschen gibt es ja tatsächlich. Und dann könnt ihr dann dementsprechend auch davon ausgehen, dass die Farbe dann wirklich gut durchgemischt ist und es zu keinen Verstopfungen kommt in der Pistole. Nachdem ich jetzt hier den Hintergrund von dem Affen angelegt habe, habe ich jetzt mit der kleinen Hand angefangen und mit den Affenhänden. Also der Affe sitzt ja hier auf 3 Fingern sozusagen, ist ja ziemlich klein dargestellt. Und jetzt geht es hier los mit den Affenhänden. Und für die Affenhände habe ich dann hier bei der Airbrush-Pistole ein Sepia genommen von Rohr und Klinger. Da habe ich auch wieder 2 bis 3 Wassertropfen genommen plus 1 Tropfen Farbe. Ich arbeite hier auf einem DIN A4 Airbrush-Karton auf dem Airbrush Artboard. Wenn ihr dieses käuflich erwerben möchtet, dann findet ihr das, indem ihr einfach googelt, schaut euch dann einmal um, dann werdet ihr das dementsprechend finden. Ich muss dazu sagen, das Artboard ist jetzt nicht ganz so günstig, ne? Wenn ihr wirklich ganz am Anfang seid, dann startet lieber als Anfänger mit einem Skizzenpapier, das ist günstiger als das Artboard. Ich persönlich finde das nur ziemlich gut, weil ich da besonders gut radieren kann und auch gleich kratzen kann. Für die Fellstruktur kommt das nämlich gleich auch noch dran. Ja, und hier noch eine kleine Zusammenfassung für unseren Affen. Also bevor wir unseren Affen zum Leben erwacht, hier brauchen wir das richtige Equipment. Dazu einmal die Airbrush-Pistole, das Herzstück unseres Projekts natürlich, der Kompressor, weil wir ungern natürlich händisch pusten.
Ja, Farben, braun, schwarz, genau. Falls du einen rosafarbenen Affen malen willst, halte dich nicht zurück. Und natürlich ein Referenzbild, falls unser Hirn zwischendurch vergisst, wie ein Affe aussieht. Ja, diverse Radierstifte nutze ich dann für die feine Fellstruktur und später noch ein Skalpell. Damit bitte vorsichtig umgehen. Für die menschliche Hand bzw. Finger habe ich ein schwieriges Farbgemisch gemixt. Dafür habe ich ca. 20 Tropfen, wenn nicht sogar 30 Tropfen Farbe von Schminke bzw. weiße Farbe von Schminke verwendet, plus ein Indisch Gelb, plus ein Tropfen Magenta. Das wirklich vorher gut durchgeschüttelt mit dem Farbrüttler hier und nochmal tatsächlich umgerührt mit dem Pinsel. Meine Airbrush-Pistole, die ich diesmal verwende, ist auch die Customer Micron mit 0,23er Düse. Mit der kann ich besonders fein sprühen. Das ist ganz gut hier, indem ich hier auch dichter dran gehe und auch hier diese Fellstruktur von dem Affen sprühe. Das Bild ist ja relativ klein, also ich habe ja auf DIN A4 gesprüht. Wenn ihr am Anfang noch eurer Airbrush-Karriere seid, dann nehmt ruhig ein größeres Format. Je größer das Format ist, desto einfacher ist das natürlich für euch. Grundsätzlich habe ich erstmal grob die Form angelegt, also keine Details, nur die Grundstruktur erstmal von den Händen und je gröber ich erstmal angelegt habe, desto weiter gehe ich dann später auch in den Details und desto näher gehe ich auch mit der Airbrush-Pistole an den Maluntergrund dran. Das Braun setze ich hier, beziehungsweise das Sepia, ist ja kein Braun in dem Sinne, sondern das Sepia von Rohr und Klinger. Das nutze ich jetzt hier, um die unterschiedlichen Schatten der Hände anzulegen und ich radiere die auch anschließend ein bisschen aus für die Reflexion auf den Händen. Ja, hier gehe ich dann auch weiter mit den Augen. Ja, jetzt ist mir hier auch ein kleiner Fauxpas passiert. Die Pistole war gerade ein bisschen verstopft. Habe ich jetzt aber ganz schnell wieder korrigiert und ausradiert. Genau, nachdem ich jetzt die Hände erfolgreich angelegt habe, geht es jetzt hier weiter mit dem Affengesicht. Auch hier gilt erstmal sachte vorlegen und dann immer weiter die Details ausarbeiten. Hier bei den Augen, ne, die Augen, die Seele des Affens, da gehe ich natürlich auch wieder näher dran, damit ich die Feinheiten sprühen kann. Hier empfiehlt sich aber auch, wenn ihr Anfänger seid, auch eine Kreisschablone zu nutzen. Ich habe das jetzt hier alles freihand gesprüht. Ja, das heißt, ich habe keine Schablonen hier verwendet. Hat auch Vorteile, aber auch natürlich Nachteile. Sitzt die Form gut? Jetzt setzen wir feine Linien für Falten und Strukturen, aber mit Gefühl auf jeden Fall. Nicht, dass unser Affe aussieht, als hätte er 100 Jahre harte Arbeit hinter sich. Ja, langsam sieht es nach einem Affen aus, wenn auch noch eher nach einem geisterhaften Affen. Aber keine Panik, die Magie passiert noch. Hier lege ich auch alles weiterhin mit dem Sepia vom Rohr und Klinger an. Ganz wichtig, sachte vorgehen, es soll nicht zu dunkel werden, die Pupillen natürlich ja. Da gehe ich dann auch später noch mit einem Schminke schwarz dran, ja, damit es auch keine Panda-Bärenaugen gibt. Und ein kleiner weißer Lichtreflex und boom, unser Affe hat einen Blick. Drumherum wird es wuschelig, unser Affe braucht ja Fell, sonst sieht er aus wie ein haarloser Sphinx-Kater. Mit der Airbrush-Pistole mache ich daher sanfte, schnelle Striche, bloß nicht draufhalten, sonst sieht er aus wie rasiert. Dabei berücksichtige ich dunklere Schichten für Tiefen und hellere für Highlights, so entsteht auf jeden Fall der 3D-Effekt vom Affen. Jetzt sieht es auch schon auf jeden Fall nach Affe aus. Ne, da wo Affe drin ist, ist auch Affe dran. Oder wie war das? Nicht, dass er gleich nach einer Banane fragt.
Zwischendurch radiere ich jetzt hier auch mit den Faber-Castell Stift, diesmal auch mit der harten Stiftseite, damit ich die Härchen auch besser ausradieren kann und die Helligkeiten bzw. die Highlights in der Fellstruktur besser ausradieren kann. Unser kleiner Freund, der schaut uns jetzt hier direkt an, also wow, als würde er überlegen, Unsinn zu machen. Bei der Fellstruktur ist das jetzt auch immer wieder ein Wechselspiel, das heißt, ich radiere immer wieder aus mit den weichen Faber-Castell-Stift, also der rosafarbenen Seite überwiegend. Ich nutze aber auch diesmal die weiße Seite, um ja, härtere Härchen quasi oder hellere Härchen auszuradieren und die weichere eher für Übergänge. Und bleibt unbedingt bis zum Ende dran, dann seht ihr auch, wie ich die ganz helleren Härchen eben aufsetze. Pro-Tipp: Alle Materialien verlinke ich euch wieder in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links, also wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision. Ihr habt dadurch keinerlei finanziellen Nachteil und vielen Dank für diejenigen, die das zahlreich schon bereits machen. Ihr unterstützt mich, meine Arbeit und so natürlich auch den Kanal. Lieben Dank dafür. Glückwunsch, dein erster Airbrush-Affe ist fast fertig. Schreib mir in die Kommentare, wie es bei dir gelaufen ist. Like nicht vergessen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und immer schön sprühkreativ bleiben. Ach, noch was ganz Wichtiges, wenn ihr da noch nicht genug habt von der Airbrush-Technik und ihr wollt auch euch das ein bisschen anlesen, ich habe endlich die Webseite fertiggestellt mit den ersten Blogartikeln. Das ist www.airbrushgenial.com. Ich blende es heute hier auch noch mal ein, ne? Deshalb bin ich auch ein bisschen von der Bildfläche verschwunden gewesen. Also, ne, ihr kriegt mich nicht so leicht los hier. Auf jeden Fall könnt ihr das jetzt auch nachlesen dementsprechend und auch Reviews sehen zu bestimmten Artikeln, die ich euch hier vorstelle. Ja, Schablonen beispielsweise, Kompressoren, da kam ja sehr häufig die Frage, was ich da nutze. Also wundert euch nicht, wenn ich mich noch ein bisschen rar mache hier auf dem Kanal. Das liegt einfach daran, weil ich nebenbei auch die Webseite aufbaue. Gleich kriegt der Affe auch noch ein bisschen Farbe. Dafür nehme ich gleich ein Brasilbraun von Schminke. Dazu mixe ich die Farbe auch mit 2 bis 3 Tropfen Wasser und 1 Tropfen Farbe. Und dann für die rotbraunen Stellen nehme ich das Sienna gebrannt von Schminke. Ebenfalls das Farbgemisch von 2 bis Tropfen Wasser plus 1 Tropfen Farbe. Auch noch eine Ankündigung, bevor ich das vergesse, für das nächste Video, also was ich immer hier auf YouTube veröffentliche, das werdet ihr immer zuerst auf der Webseite sehen. Also es lohnt sich auf jeden Fall der Besuch. Wenn ihr neugierig seid, welches Video oder welches Motiv hier für die nächste Woche angedacht ist, dann schaut unbedingt auf der Webseite nach. Da findet ihr es auf jeden Fall.
Ja, und jetzt wird es farbig. Jetzt nehme ich zum ersten Mal eine andere Farbe, nämlich das Brasilbraun von Schminke. Wie ihr seht, habe ich jetzt auch die Farbe geswitcht vom Brasilbraun auf Sienna gebrannt. Das Gute ist, ich musste jetzt die Airbrush-Pistole nicht wirklich ja, säubern. Ne, ich habe direkt da die andere Farbe mit reingepackt. Das habe ich dann auch wieder gemixt mit 2 bis 3 Tropfen Wasser und 1 Tropfen Farbe. Da ich eine Airbrush-Pistole mit einer sehr kleinen Düse verwendet habe diesmal, habe ich dann auch 2 Zwischenreinigungen von der Pistole vorgenommen, damit ich auch wirklich dicht am Maluntergrund arbeiten kann, ohne dass Spinnenbeinchen eben passieren. Und wie versprochen hier kurz noch den Lifehack. Neben der Stiftarbeit habe ich auch ein Skalpell genutzt, um die Highlights aufzusetzen. Das seht ihr hier.